Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute was Leckeres und Sommerliches, und zwar zeige ich euch heute meinen No-Bake Maracuja Cheesecake. Viel Spaß! Ja, No-Bake heißt, wir backen keinen Boden, sondern wir machen einen aus Keksen, und dafür brauchen wir 200 Gramm Butterkekse. Ich hatte diese runden Kringel, also nicht die typischen Kekse, sondern diese Butterkringel. Dann 70 Gramm flüssige Butter, dann für den Cheesecake, also für die Creme selber, 5 Blatt Gelatine, 250 Gramm Mascarpone, 525 Gramm Frischkäse, das sind ungefähr 3 Packungen, 2 Päckchen Vanillezucker, 120 Gramm Puderzucker, 50 Milliliter Maracuja-Saft und 100 Milliliter Sahne. Dann noch für den Maracuja-Spiegel 3 Passionsfrüchte, 3 Esslöffel Zucker, 500 Milliliter Maracuja-Saft und 2 Päckchen Tortenguss. Und dann Verzierung habe ich es ganz einfach gehabt. Es gibt so Giottos mit Butterkeksgeschmack und eine Passionsfrucht. Los geht's. Ja, als allererstes müssen wir die Kekse zerkleinern. Also hier seht ihr, welche ich meine. Diese runden Kringel. Ich finde einfach, das wird der beste No-Bake-Boden, den es gibt. Also ich liebe das, wenn man die zerkleinert und damit Butter und einfach nur lecker. Ja, die werden jetzt zerbröselt, und zwar mache ich wieder in meinem Gefrierbeutel mit dem Fleischklopfer. Geht einfach schnell und ich brauche keinen Strom. Die gebe ich dann in eine Schüssel. Und da gebe ich jetzt die Butter dazu. Die sollte abgekühlt sein. Das Ganze wird dann vermengt. Einfach umrühren, sodass alles schön pumpig wird. Und dann braucht ihr entweder eine Springform. Ich habe jetzt hier meinen Tortenring auf 26 cm eingestellt. Der steht jetzt einfach nur auf einer Tortenplatte. Da gebe ich jetzt meinen Bröselteig hinein und drücke das Ganze fest. Und das geht wunderbar mit dem Löffel. Wie ihr sehen könnt, ich habe das alles ein bisschen grober gelassen. Dann gibt es noch so einen crunchy Effekt. Also ich mag das sehr gern. Ja, der darf jetzt für 30 Minuten in den Kühlschrank, also es soll wieder fest werden, die Butter. Dann weiche ich meine Gelatine ein ins kalte Wasser. Da darf sie ungefähr 5 bis 10 Minuten quellen. Dann geht es weiter mit der Creme. Dazu gebe ich den Frischkäse und die Mascarpone in meine Schüssel. Also wie gesagt, die Frischkäsemenge sind 3 von diesen Becherchen. Das ist unbezahlte Werbung, das war jetzt gar keine Absicht, dass man das sieht. Und dann noch die Mascarpone. Das war jetzt der Vanillezucker, dann kommt der Puderzucker dazu. Den müsst ihr vorher nicht unbedingt sieben. Wer mag, kann es machen, muss aber nicht sein. Und dann wird das Ganze vermengt, verrührt. Und zwar so lange, bis alles schön miteinander verbunden ist. Ja, und dann kommt, das habe ich jetzt am Anfang vergessen, das habe ich glaube ich gar nicht mit hingeschrieben, der Zitronensaft dazu. Der braucht dann den Saft einer halben Bio-Zitrone und den Maracuja-Saft. Einfach damit hinein und gut verrühren. Dann geht es weiter mit der Gelatine, die habe ich jetzt ausgedrückt. Dann lasse ich sie schmelzen am Ofen, also besser gesagt auf der Herdplatte. Und dann passe ich natürlich wieder die Gelatine der Creme an. Nimm einfach 2-3 Esslöffel in die Gelatine mit hinein von der Creme. Verrühre das Ganze so lange, bis keine Klümpchen mehr drin sind. Und dann kommt sie während des Rührens damit hinein. Also einfach hineinschütten. Und jetzt kommt die flüssige Sahne dazu. Also ihr müsst die Sahne vorher nicht steif schlagen. Das funktioniert. Also einfach die flüssige Sahne unterm Rühren mit dazugeben und die dann wirklich so gute 2 Minuten, würde ich mal sagen, schlagen. Denn dann wird die Sahne etwas fester. Nicht direkt steif, aber fester. Dann hole ich hier meinen Boden wieder und da kommt jetzt einfach die Creme darauf. Und die müssen wir natürlich noch schön gleichmäßig verstreichen. Das darf jetzt gute 4 Stunden in den Kühlschrank. Dann habe ich hier Passionsfrüchte. Die müssen wir halbieren. Ich habe 3 Stück genommen und die hülle ich aus. Also ich hole mir das Fluchtfleisch. Das Fruchtfleisch. Oh Mann. Ich hole mir das Fruchtfleisch heraus. Also einfach nur rauslöffeln, inklusive die Kerne. Wer
das nicht mag, kann die Passionsfrucht weglassen. Also es ist auch kein Muss. Ich habe es einfach dazugegeben, dass es nochmal so einen extra starken Geschmack an Maracuja gibt, denn ich liebe das. Aber wer es nicht mag, lässt es einfach weg und macht den Spiegel ohne die Frucht. So, jetzt habe ich hier einen Tortenguss, und zwar einen Agar-Agar-Tortenguss. Wollt ihr mal ausprobieren? Funktioniert fast genauso wie mit dem normalen. Also ihr müsst jetzt nicht den nehmen, ihr könnt auch 2 Päckchen ganz normalen Tortenguss nehmen und nach Packungsanleitung zubereiten. Ihr braucht jetzt hier, wenn ihr auch mit Agar-Agar arbeitet, 500 Milliliter Saft. Da rühre ich jetzt einfach das Pulver mit hinein. Also im Grunde genommen genauso wie eigentlich beim anderen, bei dem normalen Tortenguss. Hier kann man nach Belieben süßen. Also ich glaube, das waren so 2-3 Esslöffel, was ich da reingegeben habe. Und dann muss das auf den Herd, also das nochmal verrühren, dann muss das auf den Herd 2 Minuten leicht köcheln und dann 10 Minuten stehen lassen. So steht es hinten auf der Verpackung. Und dann gebe ich hier jetzt meine Frucht mit hinein. Also das ist jetzt schon gekocht, auch schon ausgekühlt, 10 Minuten. Bei Agar-Agar ist es so, das geht nicht so schnell mit dem Chilieren. Also das dauert um einiges länger als mit dem normalen Tortenguss. Ja, und dann gießen wir das auf unseren kalten Boden drauf. Und das darf dann nochmal so gut 1 Stunde in den Kühlschrank. Und dann ist er fertig. Hier habe ich jetzt den Tortenring entfernt. Ach ja, ich hatte eine Tortenfolie rum. Ihr habt es gesehen. Mache ich ja sehr gerne, weil da einfach der Rand schöner wird. Aber ist kein Muss. Ja, jetzt seht ihr hier, dass trotzdem so ein bisschen so kleine Wellen drin sind. Das macht gar nichts, denn ich nehme einfach meine kleine Winkelpalette und streiche das Ganze glatt. Das sieht man hier eigentlich ganz gut, dass das sehr gut funktioniert. Also hier sind ein paar Dellen drin. Und hier sieht man es ein paar Mal drüber. Und dann geht es schon weg. Ja. Und das habe ich jetzt ringsum gemacht, also den Rand geglättet. Und dann war sie fertig. Ich wollte sie erst gar nicht verzieren, aber dann war sie mir einfach zu nackig und dann habe ich mir gedacht, ich nehme einfach diese Butter, da gibt es so Giotto-Butter-Kekse-Geschmack, ein paar, eine Passionsfrucht, dann noch ein bisschen Kokosflocken und dann schaut die ganze Sache doch schon etwas schöner aus. Überladen wollte ich es ja nicht, weil sie soll ja eine sommerliche, frische, leichte Torte sein, deswegen ist da oben jetzt keine Sahne drauf. Ja, und beim Anschnitt, das ist wieder so typisch, ich weiß auch gar nicht, ich weiß meinen Fehler eigentlich, was ich da mache. Man sollte nicht mit dem Messer den rausholen, das Stück Kuchen, denn so ein Tortenheber, der wird ja vorne schmal und das ist ein Messer nicht wirklich so arg wie beim Tortenheber und deswegen kriege ich das immer nicht so raus. Also das ist so mein Fehler. Das sieht jetzt hier, da bricht wieder die Spitze ab. So typisch, ne? Ich weiß es, aber ja, keine Ahnung, warum ich es nicht anders mache. Ja, hier ist ja nochmal ein Stück, das zweite Stück geht dann meistens besser raus. Ja. Und der war so gut. Oh, der ist für diese heißen Tage, wirklich für heiße Tage so perfekt. Also ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund und passt auf euch auf. Und bis demnächst. Tschüss.